In einem ruhigen Dorf, umgeben von hohen Bergen, lebte ein kleiner Junge namens Ketut. Er lebte mit seiner Familie in einem kleinen, alten Holzhaus. Das Dach war alt und kaputt. Wenn es regnete, lief Wasser ins Haus. Sie hatten wenig Geld, aber sie waren immer füreinander da. Sein Vater arbeitete jeden Tag auf dem Feld als Bauer. Seine Mutter verkaufte Gemüse auf dem Markt. Jeden Morgen standen sie sehr früh auf, noch bevor die Sonne aufging. Ein neuer, harter Tag begann. Ketut war erst 12 Jahre alt, doch er wusste schon, wie schwer das Leben sein konnte. Er trug alte Kleider und kaputte Schuhe. Seine Schulbücher nahm er in einer Plastiktüte mit, weil seine Familie keinen Rucksack kaufen konnte. Ketut klagte nicht. Er wusste, dass seine Eltern alles gaben, was sie konnten, und er wollte sie nicht enttäuschen, sondern stolz machen. Nach der Schule half Ketut jeden Tag seinem Vater auf den Feldern. Er holte Wasser, zog Unkraut aus dem Boden und half manchmal beim Reisanbau. Seine Hände waren noch klein, aber sie arbeiteten fleißig. Am Abend, nach dem Essen, lernte er im Licht einer Kerze, weil es nicht immer Strom gab. An manchen Tagen war er sehr müde. An manchen Tagen dachte er ans Aufgeben. Doch tief in seinem Inneren lebte ein Traum. Ketut hoffte auf ein besseres Leben. Er wollte später Lehrer werden und anderen Kindern beim Lernen helfen, besonders Kindern aus Dörfern wie seinem. Er war überzeugt, dass Bildung vieles verändern kann. Sie konnte seiner Familie helfen, seiner Schwester eine Zukunft geben und das Leben leichter machen. Vor allem schenkte sie ihm Hoffnung. In der Schule war Ketut still, aber wissbegierig. Er stellte viele Fragen, auch wenn andere Schüler darüber lachten. Das störte ihn nicht, denn Lernen machte ihm Freude. Deutsch war sein Lieblingsfach. Er übte das Sprechen sogar allein, sprach Sätze vor dem Spiegel und versuchte, wie die Stimmen aus dem Radio zu klingen. Er glaubte, dass sich neue Möglichkeiten öffnen würden, wenn er gut Deutsch lernt. Doch das Leben im Dorf blieb schwer. Manchmal blieb der Regen aus und die Ernte ging verloren. An einigen Tagen gab es nur sehr wenig zu essen. Ketut lief jeden Tag 5 Kilometer zur Schule. Wenn es regnete, verwandelte sich der Weg in tiefen Schlamm. Trotzdem blieb er nie zu Hause. Er wickelte seine Bücher in Plastik und ging weiter. Einige Mitschüler machten sich über ihn lustig. Sie lachten über seine Kleidung und über seine Träume. Sie sagten, er wolle Lehrer werden, obwohl er nicht einmal richtige Schuhe habe. Ketut schwieg. Er dachte an die Worte seines Vaters. Andere dürfen lachen, aber man darf niemals über sich selbst lachen. Man muss an seinen Traum glauben, auch wenn sonst niemand daran glaubt. An diese Worte erinnerte sich Ketut jeden Tag. Nachts, wenn alles still war, nahm er seine Bücher zur Hand und lernte. Er lernte neue Wörter, übte das Lesen und schrieb in ein kleines Heft, selbst wenn kaum noch Platz war. Er wusste nicht, wie sein Weg aussehen würde, doch er glaubte daran, dass etwas Gutes geschehen kann, wenn er nicht aufgibt. Seine Mutter sah, wie viel Mühe er sich gab. Eines Abends brachte sie ihm ein kleines Geschenk mit, ein altes Deutschbuch vom Markt. Sie sagte, es sei nicht viel, aber sie wisse, dass er es gut nutzen werde. Ketut lächelte voller Freude. Er schlug das Buch auf und fing sofort an zu lesen. Bald wurde dieses Buch sein wertvollster Besitz. Jeden Abend nahm er es wieder zur Hand und las darin, bis er die meisten Wörter auswendig kannte. Ketut hatte weder einen Computer noch Zugang zum Internet. Es gab keinen Nachhilfeunterricht und kein Lernzentrum für ihn. Doch etwas hatte er trotzdem: einen festen Willen. Er verstand, dass sich sein Leben nur ändern konnte, wenn er selbst den ersten Schritt machte. Dafür musste er früh aufstehen, viel lernen,
sehr hart arbeiten und durfte niemals aufgeben. Die Tage im Dorf ähnelten sich sehr. Schule am Morgen, Arbeit auf dem Feld am Nachmittag und Lernen am Abend. Trotzdem glaubte Ketut, dass genau diese einfachen Tage ihn langsam voranbrachten. Er war sicher, dass seine Mühe eines Tages einen Sinn haben würde. Er wusste nicht, wann es soweit sein würde und auch nicht, wie es passieren sollte. Aber er wusste genau, wofür er kämpfte. Er wollte ein besseres Leben für seine Familie, für seine Schwester und für sich selbst. So ging Ketut seinen Weg weiter, still und Schritt für Schritt, mit viel Kraft in seinem Herzen. Ketut strengte sich mehr an als jemals zuvor. Jeden Morgen stand er noch vor Sonnenaufgang auf, um seinem Vater bei der Arbeit auf dem Feld zu helfen. Danach eilte er zur Schule, setzte sich in die vorderen Reihen und hörte dem Lehrer aufmerksam zu. Nach dem Unterricht lernte er allein weiter, mit seinem alten Deutschbuch, einem kleinen Heft und vielen Hoffnungen. Er merkte, dass er besser wurde. Seine Schrift war klarer, seine Grammatik sicherer, und er verstand deutsche Texte immer besser. Oft half er auch seiner Schwester bei den Aufgaben für die Schule. In sich dachte er leise: Vielleicht kann ich wirklich einmal Lehrer werden. Am Ende des Schuljahres stand eine wichtige Deutschprüfung an. Diese Prüfung entschied über seine Zukunft. Wenn er sie bestehen würde, konnte er in eine höhere Stufe wechseln und vielleicht ein Stipendium für eine bessere Schule in der Stadt bekommen. Dort gab es Computer, ausgebildete Deutschlehrer und eine große Bibliothek. Für Ketut war das ein großer Traum. Er bereitete sich intensiver vor als je zuvor. Nacht für Nacht blieb er wach, las laut, wiederholte neue Wörter und schrieb kurze Texte. Noch nie hatte er sich so sehr für etwas eingesetzt. Seine Mutter sagte ihm oft, dass sie an ihn glaube. Sein Vater zeigte seine Hoffnung mit einem stillen Lächeln. Die ganze Familie wartete gespannt. Als der Prüfungstag kam, stand Ketut früh auf, zog seine sauberste Kleidung an und machte sich mit klopfendem Herzen auf den Weg zur Schule. Im Klassenzimmer versuchte er ruhig zu bleiben. Er las jede Aufgabe sorgfältig und beantwortete sie so gut er konnte. Manche Fragen waren einfach, andere schwieriger als erwartet. Doch er gab sein Bestes. Nach der Prüfung fühlte er sich erleichtert und auch ein wenig stolz. Er dachte, dass er gut gearbeitet hatte. Auf dem Heimweg stellte er sich vor, wie sein Leben in der Stadt aussehen könnte. Er sah sich selbst in großen Klassen lernen, sicher Deutsch sprechen und später als Lehrer in sein Dorf zurückkehren. Doch eine Woche später zerbrach dieser Traum. Die Ergebnisse wurden an der Schulwand ausgehängt. Viele Schüler standen davor, redeten laut und zeigten auf die Liste. Ketut schob sich nach vorne und suchte seinen Namen. Er sah einmal hin und dann noch einmal. Sein Name fehlte. Er hatte die Prüfung nicht bestanden. Sein Herz wurde schwer. Zuerst konnte er es nicht glauben. Er prüfte die Liste noch einmal, in der Hoffnung auf einen Fehler. Doch es war klar. Er war durchgefallen. Das Stipendium war verloren. Die Schule in der Stadt war unerreichbar geworden. Alles, wofür er so hart gearbeitet hatte, schien in einem Moment zu verschwinden. Langsam ging Ketut nach Hause, mit einem schweren Gefühl in der Brust. Seine Mutter erkannte sofort, was passiert war. Sein Vater schwieg, doch die Traurigkeit war deutlich zu spüren. In dieser Nacht lernte Ketut nicht. Er zündete keine Kerze an. Er lag wach im Bett und starrte an die Decke. Vielleicht bin ich nicht klug genug, dachte er. Vielleicht hatten die anderen recht. Vielleicht habe ich zu groß geträumt.
Am nächsten Morgen wollte er nicht zur Schule gehen. Er schämte sich. Er stellte sich vor, wie die anderen über ihn lachen würden und wie enttäuscht sein Lehrer sein könnte. Doch dann sah er seine kleine Schwester, wie sie sich für die Schule fertig machte und ihre Bücher mit einer Schnur zusammenband. Sie sah ihn an und fragte ihn leise, ob er ihr heute wieder bei den Hausaufgaben helfen könne. Ketut blickte in ihre Augen. Sie waren voller Vertrauen und Liebe. In diesem Moment verstand er etwas sehr Wichtiges. Sein Traum war nicht nur für ihn selbst. Es ging um seine Familie, um Hoffnung und darum zu zeigen, dass ein Fehler nicht das Ende bedeutet. Es heißt nur, dass man es noch einmal versuchen muss. In dieser Nacht nahm Ketut sein Buch wieder zur Hand. Er zündete die Kerze an, öffnete sein Heft und fing erneut an zu lernen. Er wusste nicht, wann sich eine neue Chance zeigen würde, aber er versprach sich selbst eines: Er würde nicht aufgeben. Der Misserfolg hatte ihn zwar zu Boden gebracht, aber er hatte ihn auch wach gemacht. Er zeigte ihm, wie wichtig sein Traum wirklich war. Von diesem Tag an fühlte sich Ketuts Herz stärker an. Leise sagte er zu sich selbst, dass er zwar einmal gescheitert sei, aber dass er wieder aufstehen würde. Er wollte mehr arbeiten, mehr lernen und nicht aufhören, bis er sein Ziel erreicht. Der Misserfolg hatte ihm wehgetan, doch er ließ sich davon nicht brechen. Im Gegenteil, etwas Neues erwachte in ihm. Er kannte nun Enttäuschung, und genau deshalb wollte er den Erfolg noch mehr. Still versprach er sich, von nun an alles zu geben, was in ihm steckte. Ketut begann jeden Tag sehr früh. Noch bevor die Sonne aufging und das Dorf schlief, war er schon mit seinem Vater auf den Feldern. Sie gingen durch den kühlen Morgennebel. Ihre Füße waren nass vom Tau und sie trugen Eimer und Werkzeuge. Ketut half beim Pflanzen, trug Wasser und schnitt Unkraut. Auch wenn die Arbeit schwer war und die Sonne später heiß brannte, beschwerte er sich nicht. Er wusste, dass sein Vater jeden Tag so hart arbeitete, um die Familie zu ernähren. Und Ketut wollte genauso stark sein wie er. Nach der Arbeit auf dem Feld wusch er sich schnell, zog sich um und nahm seine Bücher. Viel Zeit zum Essen hatte er nicht, denn er musste noch 5 Kilometer bis zur Schule laufen. Der Weg war schlecht, und in der Regenzeit verwandelte er sich in tiefen Schlamm. Trotzdem ging Ketut weiter, auch wenn seine Schuhe stecken blieben oder seine Kleidung schmutzig wurde. Es war ihm egal. Er trug ein Ziel in seinem Herzen, und nichts sollte ihn davon abhalten. In der Schule setzte sich Ketut nach vorne. Er hörte aufmerksam zu, schrieb mit, stellte Fragen und blieb konzentriert. Während einige Schüler Zettel weitergaben oder über Witze lachten, richtete Ketut seinen Blick fest auf die Tafel. Er besaß keine teuren Bücher und kein Handy, um Wörter nachzuschlagen. Doch er nutzte alles, was er hatte: seinen Kopf, seine Ohren und sein Herz. Nach dem Unterricht, während andere Fußball spielten oder sich ausruhten, ging Ketut direkt nach Hause, um seiner Mutter zu helfen. Er holte Wasser aus dem Brunnen, sammelte Holz für das Feuer und half beim Kochen. Seine kleine Schwester war oft bei ihm, stellte viele Fragen und lächelte. Ketut nahm sich immer Zeit, ihr ein paar deutsche Wörter zu erklären, so wie ein richtiger Lehrer. Am Abend, nach dem Essen, wenn das Haus still wurde, öffnete Ketut wieder seine Bücher. Wenn es keinen Strom gab, zündete er eine Kerze an. Er las langsam und genau. Neue Wörter schrieb er in ein Heft, das er in Plastik eingewickelt hatte, damit es trocken blieb. Schwierige Sätze las er immer wieder, bis er sie verstand. Er lernte nicht nur Deutsch, sondern arbeitete auch fleißig in Mathe,
Naturwissenschaften und in seiner Muttersprache. Doch Deutsch war für ihn etwas Besonderes. Es fühlte sich an wie ein Schlüssel, der Türen öffnen konnte, zu neuen Gedanken und zu Möglichkeiten, die er sich noch nicht vorstellen konnte. Manchmal war Ketut sehr müde, manchmal wollte er früh schlafen gehen, doch er blieb wach. Er sagte sich, dass sich sein Leben nie ändern würde, wenn er jetzt aufhört, aber dass sich alles ändern könnte, wenn er weiter kämpft. Auch die Wochenenden nutzte er nicht zum Ausruhen. Während andere sich erholten, arbeitete Ketut weiter. Am Samstag ging er mit seiner Mutter auf den Markt und half beim Tragen und Verkaufen von Gemüse. Am Sonntag besuchte er den Tempel und fragte die Mönche, ob er alte Bücher ausleihen dürfe. Er las alles, was er finden konnte, selbst Bücher mit fehlenden Seiten oder vielen unbekannten Wörtern. Wenn er etwas nicht verstand, gab er nicht auf. Er fragte seinen Lehrer, sprach mit älteren Schülern und wiederholte den Stoff, bis er ihn begriff. Er schämte sich nicht mehr. Er wusste nun, dass Fragen zu stellen Stärke bedeutet und keine Schwäche ist. Mit der Zeit bemerkten auch andere seine Veränderung. Sein Lehrer sagte ihm, dass er große Fortschritte mache. Mitschüler, die früher gelacht hatten, baten ihn nun um Hilfe. Selbst die älteren Menschen im Dorf lächelten, wenn sie ihn unter einem Baum lesen sahen oder wenn er mit seinen in Plastik verpackten Büchern zur Schule ging. Doch Ketut ließ sich von diesem Lob nicht verändern. Er blieb bescheiden. Er wusste, dass sein Weg noch lang war. Sein Traum war noch weit entfernt. Aber er fühlte sich stärker als früher. Sein Alltag bestand nicht nur aus Lernen und Arbeiten. Er baute Disziplin auf, stärkte seinen Geist und bereitete sich auf die nächste Chance vor. Jeder Tag war ein kleiner Schritt nach vorn. Und Schritt für Schritt wurde Ketut zu etwas Größerem, ohne es selbst zu merken. Ketut hatte sich verändert. Er war nicht mehr der stille Junge, der hinten saß und Angst hatte zu sprechen. Jetzt lernte er fleißig, stellte Fragen und half anderen. Doch nicht alle freuten sich darüber. Manche lachten noch immer über seine Träume. In der Schule machten sich einige Mitschüler über ihn lustig. Sie zeigten auf seine kaputten Sandalen und seine alten Bücher. Einer sagte spöttisch: Ketut glaube wohl, er werde Lehrer oder vielleicht sogar ein reicher Mann. Andere lachten laut und machten Witze. Sie sagten, Ketut werde bestimmt nächstes Jahr nach Deutschland gehen. Ketut hörte ihr Lachen und fühlte einen stechenden Schmerz in der Brust. Zuerst machte es ihn traurig. Er wollte erklären, dass er sich nicht für besser hielt als sie, sondern einfach ein anderes Leben wollte. Doch er schwieg. Er hatte etwas Wichtiges gelernt. Man muss nicht auf jede Stimme hören. Man muss seinen Weg weitergehen. Nach dem Unterricht, wenn andere Kinder nach Hause gingen, um zu spielen oder zu schlafen, ging Ketut in die kleine Bibliothek. Sie war alt und staubig und hatte nur wenige Deutschbücher. Doch für Ketut war sie wie eine Schatztruhe. Er setzte sich leise in eine Ecke und las konzentriert. Einige Mitschüler sahen ihn und lachten wieder. Sie sagten, Deutschlernen werde ihm im Dorf nichts bringen und er verschwende nur seine Zeit. Doch Ketut machte weiter. Auch im Dorf verstanden manche Erwachsene ihn nicht. Ein Mann sagte, Ketut sei ein guter Junge, aber er träume zu viel und solle lieber auf dem Feld arbeiten, statt Deutsch zu lernen. Eine Frau flüsterte, er halte sich wohl für klüger als die anderen. Ketut hörte diese Worte, doch er erinnerte sich an das, was seine Mutter ihm oft gesagt hatte. Mach dir keine Sorgen darüber, was andere reden, sondern über das, woran du glaubst. Also ging Ketut weiter seinen Weg. Er stand weiterhin früh auf, um seinem Vater auf den Feldern zu helfen.
Er lief jeden Tag den langen Weg zur Schule, bei Sonne oder Regen. Er lernte weiter bei Kerzenlicht, wenn es keinen Strom gab. Er schrieb neue Wörter auf und wiederholte sie so oft, bis sie ein Teil von ihm wurden. Manchmal fühlte er sich sehr allein. Er wünschte sich, jemand würde ihm sagen, dass er es schaffen kann. Doch dann sah er seine kleine Schwester, die ihn immer noch um Hilfe bei den Hausaufgaben bat. Er sah seinen Vater, der stolz lächelte, wenn Ketut erzählte, was er in der Schule gelernt hatte. Und das gab ihm Kraft. Eines Tages kam eine neue Lehrerin an die Dorfschule. Sie war jung, freundlich und sprach sehr gut Deutsch. Im Unterricht fiel ihr auf, dass Ketut fast immer die Hand hob. Nach der Schule bat sie ihn zu sich und fragte, warum er so viel arbeite. Ketut schaute kurz zu Boden und sagte dann leise, dass er sein Leben verändern wolle, dass er seiner Familie helfen wolle und dass Deutschlernen für ihn der richtige Weg sei. Die Lehrerin lächelte und sagte, das sei ein guter Grund. Sie sagte ihm, er solle weitermachen, er sei auf dem richtigen Weg. Ihre Worte fühlten sich für Ketut wie ein warmes Licht an. Zum ersten Mal glaubte jemand außerhalb seiner Familie an ihn. Später, als Ketut wieder in die Bibliothek ging, bemerkte er etwas Neues. Einer der Jungen, die früher über ihn gelacht hatten, saß in der Nähe und las ebenfalls ein Buch. Ketut sah ihn an. Der Junge sah zurück, sagte aber nichts. Vielleicht war er neugierig, vielleicht wollte er selbst lernen. Ketut sagte nichts. Er lächelte nur kurz und wandte sich wieder seinem Buch zu. Mit der Zeit wurde das Lachen weniger. Einige machten noch Witze, doch andere begannen Ketut zu respektieren. Sie sahen, dass er nicht aufgab und dass ihm Kleidung, Geld oder Angeben egal waren. Ihm ging es ums Lernen, und das beeindruckte viele. Ketut wusste, dass das Leben nicht plötzlich leicht werden würde. Es würde immer Menschen geben, die lachten, die ihn nicht verstanden und seine Träume für Unsinn hielten. Doch er wusste auch etwas Wichtiges. Was man selbst glaubt, ist stärker als das, was andere sagen. Und jedes Mal, wenn jemand an ihm zweifelte, arbeitete Ketut noch härter. Jedes Mal, wenn jemand lachte, ging er weiter nach vorn. Denn Ketut hatte einen Traum, und niemand konnte ihn aufhalten. An einem heißen Nachmittag nach der Schule blieb Ketut zurück, um das Klassenzimmer sauber zu machen. Die anderen Schüler waren schon gegangen, doch das machte ihm nichts aus. Während er Kreidereste aufhob und die Tafel wischte, kam die neue Deutschlehrerin, Frau Meier, mit einem freundlichen Lächeln herein. Sie sagte, dass er immer der Letzte sei, der gehe. Ketut lächelte schüchtern und sagte, dass er die Ruhe möge, weil er dann nachdenken könne. Frau Meier sah auf sein Heft, das offen auf dem Tisch lag. Es war voll mit deutschen Wörtern, einfachen Grammatikregeln und kleinen Zeichnungen, die ihm beim Lernen halfen. Sie blätterte durch die Seiten und sagte, dass er sich schon sehr viel selbst beigebracht habe und dass das echte Disziplin zeige. Ketut wusste nicht, was er antworten sollte. Noch nie hatte ein Lehrer so mit ihm gesprochen. Dann stellte sie eine einfache Frage, die sein Leben veränderte. Sie fragte, ob sie ihm nach der Schule helfen dürfe. Ketuts Augen wurden groß. »Wirklich?« fragte er überrascht. »Du hast Zeit?« Frau Meier nickte und sagte, »Wenn du bereit bist zu lernen, bin ich bereit, dich zu unterstützen.« Von diesem Tag an blieb Ketut 3-mal in der Woche nach dem Unterricht. Frau Meier half ihm bei der Aussprache, beim Bauen von Sätzen und beim lauten Lesen von Texten. Sie verbesserte seine Fehler, aber immer freundlich. Sie gab ihm neue Bücher zum Lesen. Darin standen einfache Geschichten.
gut zum Deutschlernen. Sie zeigte ihm auch, wie man kurze Texte und kleine Briefe schreibt. Doch ihre Hilfe ging über das Lernen hinaus. Frau Meier brachte Ketut bei, an sich selbst zu glauben. Sie sagte oft, dass Erfolg nichts mit Glück zu tun habe, sondern damit, bereit zu sein, wenn eine Chance kommt. Ketut hörte ihr immer genau zu. Der Unterricht war für ihn mehr als Grammatik. Es waren wichtige Lektionen fürs Leben. Frau Meier erzählte ihm auch von ihrer eigenen Kindheit. Sie war ebenfalls in einem kleinen Dorf groß geworden. Ihre Eltern waren Bauern, genau wie Ketuts Vater. Doch sie lernte fleißig, bekam ein Stipendium und wurde später Lehrerin, um Kindern wie Ketut zu helfen. Sie sagte ihm, er solle nie vergessen, woher er komme, aber er dürfe nicht zulassen, dass seine Herkunft bestimmt, wohin er geht. In Ketut wuchs ein neues Gefühl. Es war Hoffnung. Bevor er Frau Meier kennengelernt hatte, dachte er, er müsse alles allein schaffen. Jetzt verstand er, dass ein freundlicher Mensch das Leben verändern kann. Eines Tages gab sie ihm einen Zettel. Darauf stand eine Einladung zu einem Jugendlerncamp in einer nahen Stadt in Deutschland. Das Camp fand am Wochenende statt. Schüler aus verschiedenen Schulen kamen zusammen, um Deutsch zu lernen und zu üben. Ketut sah auf den Zettel und sagte nervös, dass er noch nie in so einem Camp gewesen sei und dass sein Deutsch noch nicht gut genug sei. Frau Meier lächelte und sagte, genau deshalb solle er gehen. Er müsse nicht perfekt sein, er müsse nur Mut haben. Ketut fragte seine Eltern um Erlaubnis. Zuerst waren sie unsicher. Die Stadt war weit entfernt und das Geld für die Fahrt fehlte. Doch als sie sahen, wie wichtig es für Ketut war, verkaufte seine Mutter still etwas von dem Gemüse, das sie gespart hatte. Sein Vater gab ihm seine alte Tasche. Sie sagten ihm, er solle gehen, lernen und dann zurückkommen, um sein Wissen zu teilen. Für Ketut war das Camp eine völlig neue Welt. Dort waren mehr als 50 Jugendliche. Sie lernten zusammen Deutsch, spielten Spiele und tauschten Ideen aus. Am Anfang war Ketut sehr nervös und fühlte sich fremd. Doch er erinnerte sich an die Worte von Frau Meier und fasste Mut. Also sprach er, langsam und vorsichtig. Aber er sprach. Er machte Fehler, doch niemand lachte. Im Gegenteil, andere Schüler klatschten für ihn. Nach einer Übung kam ein Betreuer aus einer deutschen Stadt zu ihm und sagte, dass er eine klare Stimme habe und weiter sprechen solle. Als das Camp endete, hatte Ketut neue Freunde gefunden und etwas noch Wichtigeres: neue Träume. Zurück im Dorf erzählte er Frau Meier alles. Er sagte, dass er an weiteren Programmen teilnehmen wolle und eines Tages Menschen helfen möchte, so wie sie ihm geholfen hatte. Frau Meier nickte und sagte, dann müsse er weiterarbeiten und niemals aufhören zu lernen. Von diesem Moment an fühlte sich Ketuts Lernen anders an. Er lernte nicht mehr nur, um seinen Problemen zu entkommen. Er lernte, um zu wachsen, um anderen zu helfen und um etwas Sinnvolles aufzubauen. Er hatte eine Mentorin gefunden, die an ihn glaubte, und dieser Glaube gab ihm neue Kraft. Sein Selbstvertrauen war seit dem Lerncamp deutlich gewachsen. Er hatte keine große Angst mehr, vor anderen zu sprechen. Sein Herz schlug zwar noch schnell, wenn er aufstand, doch er sprach trotzdem. Er machte Fehler, aber er gab nicht auf, und jeder kleine Erfolg machte ihn stärker. Eines Tages machte Frau Meier in der Schule eine besondere Ankündigung. Sie sagte, dass ihre Schule zu einem regionalen Deutsch-Redewettbewerb eingeladen worden sei. Es war eine Gelegenheit zu zeigen, was man gelernt hatte, und Schüler aus anderen Dörfern kennenzulernen. Ketut richtete sich auf. Sein Herz klopfte schneller. Ein Redewettbewerb auf Deutsch.
Frau Meier sagte weiter, dass man nicht perfekt sein müsse. Wichtig seien Mut und echtes Gefühl. Am Abend erzählte Ketut seinen Eltern davon. Sie wussten nicht genau, was ein Redewettbewerb war, doch als sie das Leuchten in seinen Augen sahen, lächelten sie. Sein Vater sagte, er solle sein Bestes geben. Sie seien stolz auf ihn, egal wie es ausgehe. Frau Meier half Ketut dabei, ein Thema zu finden. Nach langem Nachdenken entschied er sich für das Thema Träume. Er wollte darüber sprechen, dass auch ein armer Junge aus einem Dorf an ein besseres Leben glauben darf. Das Thema war persönlich. Es war seine eigene Geschichte. Jeden Tag nach der Schule blieb Ketut länger, um zu üben. Er stand allein im leeren Klassenzimmer und las seine Rede immer wieder laut vor. Frau Meier half ihm bei der Aussprache, zeigte ihm, wo er Pausen machen sollte, und erklärte ihm, wie man Blickkontakt hält. Abends übte Ketut zu Hause vor einem kleinen Spiegel. Er beobachtete sein Gesicht, hörte seine Stimme und versuchte, sich zu verbessern. Seine kleine Schwester saß oft daneben und klatschte jedes Mal, wenn er fertig war. Doch nicht alle glaubten an ihn. Ein Mitschüler sagte, er habe keine Chance, weil Schüler aus großen Städten mit besseren Schulen teilnehmen würden. Ketut spürte, wie alte Zweifel zurückkamen. Vielleicht hatten sie recht, vielleicht war er nicht gut genug. Doch dann erinnerte er sich an das Camp, an den Applaus und an die Stimme von Frau Meier. Man muss nicht perfekt sein, nur mutig. Also machte Ketut weiter. Der Tag des Wettbewerbs kam. Ketut trug seine besten Kleider. Sie waren einfach, aber sauber. Seine Eltern begleiteten ihn bis zum Rand des Dorfes und winkten ihm zum Abschied. Seine Mutter sagte, egal ob er gewinnt oder verliert, für sie sei er schon ein Gewinner. Der Wettbewerb fand in einer großen Schule in der Stadt statt. Ketut hatte noch nie so einen Ort gesehen. Mehr als 20 Schüler aus verschiedenen Dörfern und Städten waren da. Einige trugen schicke Kleidung, sprachen sehr sicher und hatten schöne Präsentationen. Ketut hatte nur seine Stimme und seine Geschichte. Als er an der Reihe war, ging er auf die Bühne. Seine Hände zitterten leicht, doch er atmete tief ein. Er sah zuerst die Jury an, dann das Publikum. Er dachte an sein Dorf, an seine Familie und an Frau Meier. Dann begann er zu sprechen. Er sagte, dass sein Name Ketut sei, dass er aus einem kleinen Dorf komme, in dem viele Menschen kaum Deutsch sprechen, dass er aber glaube, dass Träume überall wachsen können. Er sprach aus seinem Herzen. Er erzählte von schweren Tagen, vom Lachen der anderen, von langen Nächten und von Hoffnung. Seine Stimme war nicht laut, aber sie war ehrlich. Als er fertig war, war es kurz ganz still. Dann begann der Applaus. Nachdem alle Reden gehalten worden waren, gaben die Juroren die Ergebnisse bekannt. Ketut gewann keinen ersten Platz. Doch er bekam etwas sehr Wichtiges: den Preis für die inspirierendste Rede. Es ging nicht um perfektes Deutsch, sondern um Mut, Ehrlichkeit und Einsatz. Ketut stand auf der Bühne und hielt die kleine Urkunde in den Händen. Sein Herz war voll. Er hatte etwas bewiesen, nicht nur den anderen, sondern auch sich selbst. Als er ins Dorf zurückkehrte, wartete Frau Meier am Schultor auf ihn. Sie sagte stolz, dass er es geschafft habe. Ketut nickte und sagte, dass er den Wettbewerb zwar nicht gewonnen habe, aber etwas viel Wichtigeres: eine neue Chance, an sich selbst zu glauben. Es war die Nacht vor der großen Prüfung. Ketut saß an seinem kleinen Holztisch, den sein Vater vor langer Zeit gebaut hatte. Die Lampe flackerte leicht, doch er bemerkte es kaum. Seine Augen waren auf sein Heft gerichtet. Seit vielen Monaten hatte er für diese nationale Prüfung gelernt, die über seine Zukunft entscheiden konnte.
Wenn er bestand, konnte er sich für ein Stipendium bewerben und eine bessere Schule in der Stadt besuchen. Wenn er scheiterte, musste er bleiben und wieder auf dem Feld arbeiten wie früher. Dieses Mal gab es keine zweite Chance. Er schloss sein Heft und sah hinaus zum Mond. Das Dorf war still. Alle schliefen schon, doch Ketut lag wach. Sein Kopf war voller Gedanken. »Habe ich genug getan?« fragte er sich. »Was ist, wenn ich morgen alles vergesse?« Dann erinnerte er sich an die Worte von Frau Meier. »Fürchte nicht das Ergebnis, vertraue deiner Arbeit.« Er atmete tief ein, legte seine Bücher zur Seite und ging ins Bett. Doch der Schlaf kam nur langsam. In seinem Kopf drehten sich Regeln, Wörter und Gedanken. Am nächsten Morgen ging die Sonne langsam über den Feldern auf. Ketut stand früh auf, wusch sein Gesicht und zog seine saubere Schuluniform an. Seine Mutter gab ihm eine kleine Tasche mit Essen und sein Vater klopfte ihm fest auf den Rücken. Worte waren nicht nötig. Ihre Blicke sagten alles. Sie glaubten an ihn. Das Prüfungszentrum lag in einer nahen Stadt. Ketut fuhr mit anderen Schülern auf der Ladefläche eines alten Lastwagens dorthin. Niemand sprach viel. Alle waren angespannt. Die Luft fühlte sich schwer an. Als sie ankamen, stellten sich die Schüler vor einem großen Schulgebäude auf. Einige wiederholten leise ihre Notizen, andere flüsterten vor sich hin. Ketut stand ruhig da, schloss kurz die Augen und versuchte, sein schnelles Herz zu beruhigen. Dann läutete eine Glocke. Es war soweit. Im Prüfungsraum war es kühl. Reihen von Tischen standen ordentlich nebeneinander. Ketut fand seinen Platz und setzte sich. Eine Aufsichtsperson kam mit ernstem Blick herein und verteilte die Prüfungsblätter. Sie sagte, niemand dürfe beginnen, bevor sie es erlaube. Ketut blickte auf das geschlossene Blatt vor sich. Seine Hände waren feucht, seine Beine schwer. Still bat er um Ruhe und Konzentration, nicht um Glück. Dann kam das Zeichen zum Start. Ketut öffnete die Prüfung. Auf der ersten Seite war Deutsch, sein Lieblingsfach. Er lächelte kurz und begann zu schreiben. Wortschatz, Grammatik und Leseaufgaben. Er arbeitete ruhig, Frage für Frage. Danach kam Mathe. Das fiel ihm schwerer, doch er erinnerte sich daran, was Frau Meier ihm beigebracht hatte. Nicht in Panik geraten, langsam denken. Stunde um Stunde verging. Seine Hand schmerzte vom Schreiben, seine Augen waren müde, doch er hielt durch. Zum Schluss kam der Aufsatz. Er sollte über ein persönliches Ziel schreiben. Ketuts Herz machte einen Sprung. Das war sein Thema. Er schrieb über seinen Traum, eines Tages Lehrer zu werden. Er schrieb darüber, wie er Kindern in armen Dörfern helfen wollte, so wie ihm geholfen worden war. Seine Worte waren einfach, aber ehrlich. Als die letzte Glocke läutete, legte Ketut den Stift zur Seite. Es war vorbei. Er verließ den Raum und fühlte sich zugleich leicht und schwer. Einige Schüler wirkten glücklich, andere sehr besorgt. Ketut wusste nicht genau, was er fühlen sollte. Er hatte wirklich sein Bestes gegeben, aber leise Zweifel waren noch da. Auf dem Weg zurück ins Dorf sah er die vorbeiziehenden Bäume und Reisfelder. Außen war alles wie immer, doch in ihm hatte sich etwas verändert. Er hatte sich seiner Angst gestellt. Er hatte alles gegeben. Zu Hause empfingen ihn seine Eltern mit warmen Lächeln und einem heißen Essen. Seine kleine Schwester umarmte ihn fest und fragte, ob er gewonnen habe. Ketut lächelte und sagte, er wisse es noch nicht, aber er habe nicht aufgegeben. Und das sei das Wichtigste. In dieser Nacht schlief er zum ersten Mal seit vielen Wochen ruhig. Er hatte den Tag der Wahrheit erlebt und ihn mutig durchgestanden. Wochen vergingen nach der Prüfung. Ketut ging zurück in seinen Alltag. Er half seinem Vater auf den Feldern,
fütterte die Hühner und brachte seine Schwester zur Schule. Doch etwas war jetzt anders. Er hatte seine Angst überwunden und die Prüfung mit vollem Einsatz geschrieben. Trotzdem wartete er innerlich auf das Ergebnis. Jeden Tag ging er an der Anschlagtafel der Schule vorbei und hoffte, dass die Ergebnisse endlich da waren. Manche Mitschüler wirkten sicher, andere sehr nervös. Ketut sagte wenig. Er arbeitete weiter, lernte weiter und blieb bei seinem Glauben. Dann stand eines Morgens Frau Meier vor dem Klassenzimmer. Sie hielt ein Blatt Papier in der Hand und lächelte breit. Sie sagte, die Prüfungsergebnisse seien da. Alle Schüler liefen sofort zur Tafel. Ketuts Herz klopfte stark. Er wollte nicht hinsehen. Was, wenn er wieder gescheitert war? Was, wenn die ganze Mühe umsonst gewesen war? Genau da legte Frau Meier ihm die Hand auf die Schulter. »Ketut«, sagte sie leise, »du hast es geschafft. Du hast bestanden, sogar mit einem der besten Ergebnisse in der Region.« Ketut war völlig überrascht. Er brachte kein Wort heraus. Seine Hände zitterten, als er seinen Namen las. Daneben stand, dass er zu den besten 5% gehörte und zu einem Gespräch für ein Stipendium eingeladen war. Er hatte es wirklich geschafft. Die Klasse klatschte für ihn. Sogar Schüler, die früher über ihn gelacht hatten, lächelten und zeigten ihm den Daumen nach oben. Einer sagte, er habe es gut gemacht und wirklich hart gearbeitet. Ketut spürte einen warmen Stolz. Nicht, weil er angeben wollte, sondern weil dieser Erfolg aus Schmerz, Verzicht und harter Arbeit gekommen war. Er dachte an die Nächte mit der flackernden Lampe, an die kalten Morgen auf dem Feld und an die Momente voller Zweifel. Das alles hatte ihn hierher geführt. Als er nach Hause kam, sah seine Mutter sofort sein Gesicht. Sie musste nichts fragen. Sie umarmte ihn fest und flüsterte, dass sie immer gewusst habe, dass er sie stolz machen würde. Sein Vater, ein Mann mit wenigen Worten, nickte kräftig und sagte, Ketut habe gute Arbeit geleistet und sich selbst eine Tür geöffnet. Die Nachricht sprach sich schnell im Dorf herum. Menschen, die Ketut früher kaum beachtet hatten, grüßten ihn jetzt mit Respekt. Ein Ladenbesitzer fragte, ob er der Junge sei, der die nationale Prüfung bestanden habe. Der Dorfvorsteher sagte, sie hätten gehört, dass er ein Stipendium bekomme und weit kommen werde. Ketut wurde bei so viel Aufmerksamkeit schüchtern, doch tief in ihm wurde etwas noch stärker. Hoffnung. Wenn er das schaffen konnte, was war dann noch möglich? Einige Tage später kam ein Brief vom Stipendienbüro. Ketut wurde zu einem Gespräch in die Stadt eingeladen. Frau Meier bereitete ihn darauf vor. Sie übten Fragen, gingen Antworten durch und suchten seine besten Kleider heraus. Bevor er losging, gab sie ihm ein kleines Notizbuch. Sie sagte, er solle seine Geschichte aufschreiben, denn eines Tages könne sie andere Menschen ermutigen. In der Stadt wirkte alles groß und neu, hohe Häuser, lauter Verkehr und viele Lichter. Doch Ketut blieb ruhig. Er ging mit Selbstvertrauen in den Raum für das Gespräch. Die Prüfer stellten viele Fragen über seine Ziele, seine Familie und seine schwierige Situation. Einer fragte, warum er dieses Stipendium wolle. Ketut sah ihnen in die Augen und sagte, er wolle Lehrer werden, um Kindern wie ihm zu helfen. Er sagte, er glaube, dass jedes Kind, auch im ärmsten Dorf, das Recht haben sollte zu träumen. Danach war es kurz still. Dann lächelte die Interviewerin. Eine Woche später kam der letzte Brief. Ketut war ausgewählt worden. Er durfte auf die beste Schule der Region gehen. Alles wurde bezahlt. Bücher, Unterkunft, Essen, einfach alles. Ketut hielt den Brief in den Händen und weinte. Es waren keine Tränen der Traurigkeit, sondern der leisen, tiefen Freude.
Er stand vor seinem Haus und blickte in den Himmel. Die Sterne wirkten heller, und der Wind fühlte sich weicher an. Leise sagte er zu sich selbst, das sei erst der Anfang. Ketut stieg aus dem Bus und sah sein Dorf. Die staubigen Wege, die grünen Reisfelder und die kleinen Holzhäuser sahen noch genauso aus. Aber Ketut selbst hatte sich verändert. Nach seinem ersten Jahr an der neuen Schule in der Stadt kam er in den Ferien nach Hause. Seine Tasche war voller Bücher und sein Kopf war voller neuer Ideen. Er hatte in einem Jahr sehr viel gelernt, doch jetzt wollte er mehr tun. Er wollte etwas zurückgeben. Als erstes ging er zu seiner alten Schule. Das Gebäude hatte immer noch kaputte Fenster. Die Tische waren alt und zerkratzt, aber im Klassenzimmer saßen viele wache, junge Gesichter, so wie er früher. Die Kinder sahen ihn mit großen Augen an. Sie kannten die Geschichte. Der Junge aus dem Dorf, der die Prüfung bestanden hatte und ein Stipendium bekommen hatte. Frau Meier begrüßte ihn lächelnd. Sie sagte, die Kinder würden jetzt zu ihm aufschauen. Sie bräuchten jemanden wie ihn. Ketut zögerte nicht. Er fragte, ob er in den Ferien beim Unterrichten helfen dürfe. So kam Ketut jeden Morgen wieder ins Klassenzimmer, nicht als Schüler, sondern als Helfer. Er unterrichtete Deutsch, half bei Mathe und gab Tipps zum Lernen. Er erzählte von der Stadt, von seiner neuen Schule und davon, dass harte Arbeit ihn dorthin gebracht hatte. Die Schüler hörten genau zu. Sie strengten sich mehr an, stellten mehr Fragen und blieben nach dem Unterricht länger, um Hilfe zu bekommen. Ein kleiner Junge sagte, er wolle einmal so werden wie Ketut. Ketut lächelte und sagte, das könne er schaffen, wenn er an sich glaube und fleißig bleibe. Doch Ketut half nicht nur in der Schule. Nachmittags arbeitete er mit seinen Eltern auf dem Feld, reparierte den kaputten Zaun und half seiner Mutter, Wasser zu tragen. Seinem Vater zeigte er sogar eine neue Methode für den Gemüseanbau, die er im Unterricht gelernt hatte. Abends organisierte Ketut eine kleine Lerngruppe im Kloster des Dorfes. Kinder und Jugendliche kamen mit ihren Büchern. Manche hatten zu Hause keinen Strom. Also brachte Ketut Kerzen mit und half ihnen, im flackernden Licht zu lernen. Am Anfang kamen nur wenige, doch bald wurden es immer mehr. Der Raum war voller Lachen, Lernen und Hoffnung. Auch die Dorfältesten bemerkten es. Einer sagte, Ketut sei weggegangen, um zu lernen, und zurückgekommen, um zu lehren. Ketut war stolz, nicht auf sich selbst, sondern auf sein Dorf und seine Menschen. Er wusste, er war nicht der Einzige mit Träumen. Viele Kinder hatten das gleiche Feuer im Herzen, doch sie brauchten jemanden, der ihnen Mut machte. Eines Tages setzte Ketut sich mit den Kindern unter einen Baum und hielt eine kleine Rede. Er sagte, er sei früher genau wie sie gewesen, arm, ohne besondere Talente. Er sei einmal gescheitert, aber er habe nicht aufgegeben. Jetzt lerne er an einem Ort, den er sich früher nie vorstellen konnte. Und sie könnten das auch schaffen, wenn sie klein anfangen und nicht aufhören. Eines Tages würden auch sie fliegen. Die Kinder klatschten, und manche weinten sogar. Eltern bedankten sich bei Ketut. Eine Mutter sagte, ihr Sohn habe früher nie gelernt, aber jetzt lerne er jeden Abend. Ketut spürte etwas Tiefes. Es war mehr als Freude. Es war Sinn. Er verstand, Erfolg heißt nicht nur weit zu kommen, Erfolg heißt auch zurückzukommen und andere mitzunehmen. Bevor Ketut wieder in die Stadt fuhr, versammelten sich die Dorfbewohner und gaben ihm ein kleines Geschenk. Einen Stiftehalter aus Holz von einem Baum aus der Gegend. Darauf standen Worte für den, der mit Licht zurückkam. Ketut hielt das Geschenk in den Händen und versprach sich: Egal wohin er geht,
Er wird immer zurückkommen und immer helfen. Seine Reise hatte mit einem Traum begonnen. Jetzt war sie größer geworden. Eine Aufgabe, Leben zu verändern, ein Kind nach dem anderen. Ketut dachte über alles nach, was er gelernt hatte. Erfolg war nicht Geld und nicht Ruhm. Erfolg war Wachstum, Glaube und anderen zu helfen. Die Jahre vergingen. Ketut machte die Schule fertig, wurde Lehrer und schrieb sogar ein kleines Buch über sein Leben. Menschen aus anderen Dörfern kannten seinen Namen. Manche Schüler kamen von weit her, nur um in seiner Klasse zu lernen. Auch seine alte Schule veränderte sich. Es gab mehr Bücher, bessere Stühle und motivierte Schüler. Doch Ketut blieb einfach. Er lebte weiter im Dorf, half seinen Eltern im Garten und ging jeden Morgen lächelnd zur Schule. Eines Abends, nach einem langen Tag, saß Ketut allein vor seinem kleinen Haus. Die Sterne leuchteten hell. Es war ruhig, nur der Wind bewegte die Bäume. Ketut sah in den Himmel und fragte sich: Was ist Erfolg? Als er jung war, dachte er, Erfolg bedeute, das Dorf zu verlassen, reich zu werden und in der Stadt zu leben. Er dachte an große Häuser, teure Autos und berühmt zu sein. Doch jetzt sah er es anders. Erfolg hatte nichts mit Geld oder Macht zu tun. Es ging um Wachstum. Wie weit er gekommen war, seit er ein ängstlicher Junge gewesen war, der einmal scheiterte. Es ging um Glauben, dass er weitergemacht hatte, auch wenn andere lachten. Und am wichtigsten? Es ging darum, anderen zu helfen, sie aufzubauen, damit auch sie ihren Träumen folgen können. Ketut dachte an die Kinder in seiner Klasse. Manche hatten keine Schuhe, manche kamen hungrig. Aber in ihren Augen waren Träume. Ketut sah sich selbst in ihnen. Und wenn sie ein neues Wort verstanden und lächelten, fühlte es sich für ihn wie Magie an. Das war echter Erfolg. Eines Tages kam eine Reporterin in die Schule. Sie hatte von dem Lehrer aus dem Dorf gehört, der viele Schüler inspiriert hatte. Sie fragte ihn, ob er sich jetzt erfolgreich fühle. Ketut lächelte sanft und sagte ja, aber nicht wegen dem, was er hatte. Er fühlte sich erfolgreich, weil er nie aufgegeben hatte, weil er anderen geholfen hatte und weil er jeden Tag mit Sinn aufwachte. Die Reporterin nickte und fragte, welchen Rat er jungen Menschen geben würde. Ketut dachte kurz nach und sagte: Man soll an sich glauben, auch wenn sonst niemand daran glaubt. Man soll fleißig sein, freundlich bleiben und nicht vergessen. Erfolg ist nichts, was man nimmt. Erfolg ist etwas, das man gibt. Danach ging Ketut zurück ins Klassenzimmer. Die Kinder rannten zu ihm, lachten und riefen: »Lehrer, Lehrer!« Ketut lachte mit ihnen und nahm ein Stück Kreide. Eine neue Stunde begann. Doch tief in ihm wusste er, die wichtigste Lektion stand nicht an der Tafel, sondern in seinem Leben. Erfolg ist kein Ziel. Erfolg ist der Weg. Es bedeutet, jeden Tag ein bisschen besser zu werden, andere mitzunehmen, wenn man wächst, und sich selbst treu zu bleiben, egal wie weit man kommt. In diesem stillen Moment, mitten im Dorf und umgeben von lachenden Kindern, wusste Ketut, er hatte es wirklich geschafft. Vielen Dank, dass du heute zugehört und zugeschaut hast. Ich hoffe, die Geschichte hat dir gefallen und dir beim Deutschlernen geholfen. Denk daran, Deutsch lernen braucht Zeit und Geduld. Aber jedes Wort, das du liest, und jeder Satz, den du hörst, bringt dich deinem Ziel näher. Wenn dir die Geschichte gefallen hat, hör sie dir gern noch einmal an oder sprich laut mit. Mehrmals hören und wiederholen hilft, neue Wörter zu merken und die Aussprache zu verbessern. Du kannst auch eigene Sätze schreiben oder die Geschichte mit deinen eigenen Worten erzählen.
Das ist eine gute Übung für mehr Selbstvertrauen. Eine neue Sprache zu lernen ist nicht immer leicht, aber es lohnt sich. Geschichten wie diese helfen nicht nur beim Lernen. Sie zeigen auch wichtige Dinge über das Leben und über Erfolg. Glaub weiter an dich und übe jeden Tag. Kleine Schritte machen große Veränderungen. Wenn du weiter lernen willst, gibt es noch viele weitere Geschichten und Deutschlektionen. Schau sie dir an und geh deinen Weg weiter. Deine Arbeit wird sich auszahlen. Danke, dass du heute Zeit dafür genommen hast. Ich bin stolz auf dich, dass du lernen und wachsen willst. Bleib dran, übe weiter und gib nicht auf. Deutsch ist eine Fähigkeit, die du Schritt für Schritt lernen kannst. Und ich bin hier, um dich dabei zu unterstützen. Ich wünsche dir einen schönen Tag und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Auf Wiedersehen und bleib beim Lernen.